An dieser Stelle sind wir auch schon wieder am Ende von Minutes of Fame angekommen. Ich werde in Kürze die 6. Folge nachliefern und hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. It is Saturday night tonight. Når du skikker om du kan Tja, tja, ha det. Aha. Det är lördag kväll ikväll. Han har energi och inga konserter. Det är lördag kväll ikväll. Stämningen funkar. So und nicht anders lautet das Motto von Tantalus 4, einer Final Fantasy Fangruppierung, die seit 2010 versucht, die Final Fantasy Reihe an einem Stück jährlich durchzuspielen. Die gesamte Final Fantasy Reihe? Nein. Nur einen kleinen Teil, und zwar den der Main Series Singleplayer. Das heißt Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 13. Wie bereits eingangs erwähnt, wurde Tantalus 4 2010 ins Leben gerufen, bestand damals allerdings noch aus 4 Mitgliedern, ja, daher auch die 4 im Namen. Diese wären Johann Wickmer, Emanuel Johansson, Joachim Sundberg und Richard Nordendorf. Das Ziel damals war es, die Final Fantasy Reihe innerhalb von 10 Tagen durchzuspielen. Leider ist dieses Projekt durch die Unerfahrenheit in Sachen Speedrunning ein wenig in die Hose gegangen. Trotz dieses Fehlschlags, und ja, so richtig ein Fehlschlag war es nicht, denn Tantalus 4 hat sich eine respektable Fanbase aufgebaut. Und der Tatsache, dass Richard studienbedingt nicht länger an den Speedmarathon teilnehmen konnte, plante man für 2011 dennoch mit einem zweiten Anlauf. Man holte sich 3 neue Leute ins Boot, Hannes Bolinder, Emil Johansson und Sophia Tjörnqvist. Ich hoffe, dein Name wurde richtig ausgesprochen, Sophia. Setzte das Ziel auf 8 Tage runter und trainierte fleißig. Am Ende ging der Plan auf. Die Zeit wurde unterboten, das Vorhaben bewältigt, die Fanbase wuchs und man war so enthusiastisch, dass man für 2012 mit dem nächsten Marathon plante. Aufgrund von zeittechnischen Schwierigkeiten konnte Sophia am 2012er Marathon nicht aktiv teilnehmen und man musste die leere Lücke füllen. Zum Glück fand sich relativ schnell ein Ersatz, und zwar die One, die Only, die Almighty Warrior of Uddevalla, Matthias Nordblum, der bislang immer als Techniker im Hintergrund von Tantalus 4 gearbeitet hat. (2012) war auch das Jahr, wo ich Tantalus 4 entdeckte, eher zufällig via Link auf einer Internetseite, aber sofort bei den Jungs hängen blieb, mit ihnen kommunizierte und ja, mit dabei war, als sie ihren neuen Rekord brachen von 7 Tagen. 145 Stunden für Final Fantasy. Beachtlich. Gar kein Problem. 8 Monate sind seit dem 2012er Marathon vergangen und wir befinden uns im März 2013. Tantalus 4 stand erneut vor einem Personalproblem. Emil und eventuell auch Joachim sollten es nicht zum Marathon schaffen. Die Köpfe rauchten und man versuchte einen passablen Zeitplan für 4 Mann zusammenzustellen. Leider erwies sich dies einfach nicht als umsetzbar, sodass Tantalus 4 kurz davor stand, den Marathon sausen zu lassen. In einem letzten Beratungsgespräch kamen die Jungs auf die Idee, einen Außenseiter zu fragen, jemanden, der bisher nie aktiv an einem Marathon teilgenommen hat, und so traten sie in Kontakt mit mir.
Small, Remus. Ich übernahm natürlich, Dank kennt die Rolle des Final Fantasy 8 Spielers und übernahm auch noch Final Fantasy 1, nachdem Hannes meinte, er bräuchte mehr Zeit zur Vorbereitung bei Final Fantasy 3. Und so ergab sich die Aufteilung der Spieler wie folgt. Final Fantasy 1 und 8 spielte ich, Final Fantasy 2 gehörte Matthias, Final Fantasy 3 und 13 waren für Hannes bestimmt, Final Fantasy 4, 5 und 7 spielte Emanuel, Final Fantasy 6, 9 und 10 spielte Johann. Glücklicherweise konnte Joachim doch für Final Fantasy 12 zusagen und so war die Gruppe für dieses Jahr komplett. Das Beachtliche dabei ist die Ausdauer von Johann, der Final Fantasy 9 und 10 26 Stunden am Stück spielte, vorweg 4 Stunden bereits wach war und danach nochmal 6 Stunden lang Fußball spielen musste. Oder wollte. Der Juli kam, der Marathon startete, alles schaute gebannt auf Tantalus vor. Wir hatten uns hohe Ziele gesetzt, nur noch 5 Tage für die gesamte Final Fantasy Reihe und ja, scheiterten um 4 Stunden. Alles in allem war es ein Erfolg. Wir konnten über 500 € für eine Child Charity Stiftung in den USA sammeln und ja, es war mir eine Ehre, bei euch dabei zu sein, Jungs. Stopp. Das soll alles von Tantalus vorgewesen sein? Maybe? No. Zum einen hätten wir da unsere Support Crew, die zwar nicht aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, aber in jeder anderen Angelegenheit uns unterstützen. Und zwar hätten wir da Johann Jesson, technischer Webseitenadministrator und Motivator, Dennis Abrahamson, unser Koch und ebenfalls Motivator, und Freddy Abrahamson, sein jüngerer Bruder, der auch mit Rat und Tat zur Seite stand. Ebenfalls konnten wir kurz Emil als Gast begrüßen und auch Sophia kehrte dieses Jahr als Support, vor allem in unseren Challenges wie Hot Sauce, Roulette und Lex Your Legs Challenge zurück. Jag drar så länge då. Johan, Det är kan några du dra kvar. själv en gång? Nu går du lyssna där, Dennis. 1, 2. För helvete! Don't göra. Und nicht zu vergessen natürlich der Flipperkungen of Schweden, Lars Nordblum, der Vater von Matthias und begeisterter Sammler von Videospielen und vor allem Arcade- und Flipperautomaten. Generell war dieser Marathon ein durchschlagender Erfolg. Wir hatten neben einem großen Publikum, besserer Technik auch die Ehre, live im Fernsehen übertragen zu werden. Wir hatten Besuch vom Radio und auch von der Zeitung. Vielen Dank übrigens für das Bild, Andreas Carlsen. Kurz vorm Ziel sollte ich vielleicht noch die hier eingeblendete Website von Tantalus vorerwähnen. Ja, könnt ihr eine ganze Menge an Infos, Bildern und alles mögliche rund um den Marathon und die Spieler in Erfahrung bringen. Und vielleicht schaut ihr mal regelmäßig auf Twitch vorbei. Einige Mitglieder, auch ich, streamen hier und da immer mal wieder ein wenig Final Fantasy oder andere Spiele. So, das war's mit Folge 6. Ich denke nun, wir sollten mit folgenden Worten rausgehen. And one day they will return. What kinds of bunnies do we like? Use plural. Two attack against one defense. Yes, of course. Okay. Jag tar det. Okay, Renee. 1, 2. Okay, what's nice? In deiner Welt, so nah, so völlig unbekannt, mit dir auf Wolken gehen und plötzlich sehen, dass denn deine Welt auch meine Welt sein kann. Shall we Bonnie? Shall we Bonnie? Shall we Bonnie? Shall we Bonnie? Shall we Bonnie?